Ein 43 Kilogramm schwerer deutscher Schäferhund schockierte eine ganze Familie, als das Baby seine ersten Schritte machte. Die Reaktion dieses edlen Geschöpfs wird euren Glauben an bedingungslose Liebe wiederherstellen. In dieser Geschichte veränderte das, was ein 43 Kilogramm schwerer deutscher Schäferhund tat, das Leben einer Familie für immer. Dieser stille Held namens Bruno tat etwas völlig Unerwartetes an dem Tag, als die kleine Lena ihre allerersten Schritte machte. Und jeder, der diesen Moment miterlebte, konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Aber der wahre Grund hinter Brunos Reaktion, das war der wirklich herzzerreißende Teil. Denn dieser kraftvolle Hund trug ein schmerzhaftes Geheimnis aus seiner Vergangenheit mit sich, von dem niemand etwas wusste. Vor 3 Monaten war Bruno nur ein weiterer pensionierter Polizeihund im Tierheim. 43 Kilogramm pure Loyalität mit einer Schusswundennarbe auf seiner rechten Schulter. Die Verletzung, die seine Karriere beendete, ereignete sich an dem Tag, als er das Leben seines Hundeführers rettete. Der Hundeführer überlebte und ging nach Hause zu seiner Familie. Bruno kam ins Tierheim allein. Die Tierheim-Mitarbeiter hatten die Hoffnung aufgegeben. Er ist zu gut ausgebildet, zu diszipliniert, zu ernst für ein Familienleben, sagten sie. Keine Familie wird jemals einen ehemaligen Polizeihund wollen. Aber sie hatten keine Ahnung, dass das Schicksal eine völlig andere Geschichte schrieb. Als die Familie Schmidt Bruno zum ersten Mal hinter diesen kalten Metallstäben entdeckte, erwachte etwas im Herzen dieses edlen Wächters. Lena, gerade einmal 8 Monate alt, hatte keine Angst. Während andere Familien an seinem Zwinger vorbeigingen, drückte dieses winzige Menschlein ihr Gesicht gegen die Gitterstäbe. Sie streckte ihre kleinen Ärmchen zu seinem wachsamen, intelligenten Gesicht aus und machte diese süßen Babygeräusche. »Hundi, Hundi«, plapperte sie mit purer Freude. Und in diesem kostbaren Moment geschah etwas wahrhaft Magisches. Brunos Ohren, die monatelang flach an seinem Kopf gelegen hatten, stellten sich langsam nach vorne. Sein Schwanz, so lange still, gab ein kleines, zögerliches Wedeln von sich. Die Tierheim-Mitarbeiterin schnappte nach Luft. »Ich habe ihn noch nie so auf jemanden reagieren sehen«, flüsterte sie. Also Leute, wenn euch solche Geschichten berühren, wisst ihr, wo der Abo-Button ist. Was als nächstes passiert, wird euch zeigen, warum. Bruno, dieser 43 Kilogramm schwere ehemalige Polizist, stand völlig still wie eine Statue. Jeder Muskel kontrolliert mit der Präzision jahrelanger Ausbildung und ließ diese zarten kleinen Finger durch die Gitterstäbe hindurch seine edle Nase berühren. Würde er der Beschützer dieses zerbrechlichen kleinen Lebens werden? Oder würde seine schmerzhafte Vergangenheit, in der er alles verloren hatte, sich als zu überwältigend erweisen? Bruno hatte 7 Jahre damit verbracht, Fremde auf den Straßen zu schützen. Jetzt hatte er endlich jemanden von sich aus zu beschützen. Wochenlang beobachtete Bruno Lena aus vorsichtiger Distanz. Jeden Morgen positionierte er sich genau 6 Schritte von ihrem Spielbereich entfernt und hielt gerade genug Abstand, um sicherzustellen, dass sein kraftvoller Körper sie nicht versehentlich verletzen würde. Die Familie bemerkte diese bedachte Distanz, nah genug, um sie zu bewachen, aber weit genug, um sie sicher zu halten. Seine Polizeihundausbildung war immer noch da, wachsam und bereit, aber jetzt diente sie einer anderen Mission. Der erste Durchbruch kam an einem ruhigen Dienstagmorgen. Lena hatte ihr Lieblingsspielzeug fallen gelassen, gerade außerhalb ihrer Reichweite. Sie streckte ihre kleinen Ärmchen aus und machte diese süßen Babygeräusche, die eindeutig »Hilf mir« bedeuteten. Bruno machte einen vorsichtigen Schritt nach vorne, setzte jede Pfote bewusst mit geübter Präzision, genau wie er trainiert worden war, sich Beweismitteln an Tatorten zu nähern. Sein edler Kopf senkte sich langsam, sehr langsam. Diese intelligenten Augen verließen Lenas Gesicht nie, überprüften auf jedes Zeichen von Angst oder Unbehagen. Sein sanftes Maul, trainiert, Beweismittel zu halten, ohne sie zu beschädigen, schaffte es, das kleine Spielzeug mit der gleichen Sorgfalt aufzunehmen. Er legte es direkt vor Lena ab, dann trat er zurück zu seiner üblichen Schutzentfernung. Die Familie beobachtete in fassungslosem Schweigen, ihre Augen voller Erstaunen. »Hat er gerade wirklich?«, flüsterte Lenas Mutter ungläubig. Aber der unglaublichste Teil dieser Geschichte hatte gerade erst begonnen.
Dies war nur der Anfang von Brunos Verwandlung von einem verlorenen Krieger zu einem hingebungsvollen Beschützer. Jeden Tag brachte frische Momente der Zärtlichkeit. Wenn Lena weinte, näherte sich Bruno ihrem Kinderbettchen und machte die sanftesten winselnden Geräusche, als würde er versuchen, sie mit seiner eigenen Stimme zu beruhigen. Wenn Besucher kamen, positionierte sich sein athletischer Körper zwischen ihnen und Lena. Nicht bedrohlich, sondern beschützend. Der Polizist in ihm verließ ihn nie. Als Wochen zu Monaten wurden, erblühte etwas Schönes in Bruno. Etwas Stilles, aber Tiefgründiges. Ein Samen namens Sinn begann im Herzen dieses 43 Kilogramm schweren, sanften Kriegers Wurzeln zu schlagen. Jeden Morgen, wenn Sonnenlicht durch das Küchenfenster strömte, nahm Bruno seine Position neben Lenas Hochstuhl ein. Sein edler Kopf ruhte sanft auf dem Boden, diese seelenvollen braunen Augen folgten jedem Löffel, jedem Kichern, jedem kostbaren kleinen Meilenstein. Die Familie begann zu sehen, was das Tierheim übersehen hatte, dass unter diesem disziplinierten Äußeren das Herz eines wahren Beschützers lebte. Eine Seele, die ihren Sinn nicht verloren hatte, sie hatte nur darauf gewartet, zu finden, wo sie wirklich hingehörte. Dieser ehemalige Polizeihund fand seine wichtigste Mission bisher, die kleine Lena zu beschützen. Was denkt ihr an dieser Stelle, was mit Brunos Hundeführer passiert ist? Teilt eure Gedanken in den Kommentaren, denn hinter jedem pensionierten Helden liegt eine tiefere Geschichte. Lena war jetzt 10 Monate alt und hatte begonnen, sich an Möbeln hochzuziehen. Ihre kleinen Beine wurden jeden Tag kräftiger und Bruno konnte spüren, dass sich etwas Bedeutsames näherte. Seine Wachsamkeit vertiefte sich, seine Sanftheit wurde noch bemerkenswerter. Nachbarn, die früher von dem ehemaligen Polizeihund eingeschüchtert waren, hielten jetzt inne, um die zärtlichen Interaktionen zwischen dem kraftvollen deutschen Schäferhund und dem kleinen Mädchen zu beobachten. »Ich habe noch nie so etwas gesehen«, sagte Frau Müller von nebenan. »Dieser Hund behandelt sie, als wäre sie aus dem zartesten Porzellan. Man kann die Polizeihundausbildung in jeder vorsichtigen Bewegung sehen.« Am nächsten Morgen machte Lena ihre ersten Schritte an Brunos Rücken. Von da an gehen sie jeden Tag zusammen. Bruno beschützte 7 Jahre lang Fremde. Aber Lena zeigte ihm, wahre Helden brauchen keine Marke. Nur jemanden zum Lieben. Was zählt mehr? Die Mission, die wir verlieren, oder der Sinn, den wir finden?